Also ich stelle jetzt Warum die müssen Frauen immer einkaufen, als wären nächste Woche die Supermärkte leer? Das ist so schwer. Ruhe! Hier wird Geschichte geschrieben. Ich dachte, ihr lernt Mathe. f von x ist gleich 1,6 x zum Quadrat plus 20x. Richtig. Hast du Mathe jetzt kapiert? Ja, Paul hat es mir echt gut erklärt. Die Rechnung erhalten Sie dann mit getrennter Post. So, ich muss mich jetzt umziehen. Hausparty im Blue Eyes. Die Rechnung kannst du dir sparen. Ich lade dich auf eine Limo ein. Heute Abend im Blue Eyes. Das ist auch drin, oder? Also aus erzieherischen Gründen würde ich sagen, dass es auf Hat keinen Lisa Fall eine für mich. Belohnung verdient. Unter einer Bedingung. Morgen wird gelernt, den ganzen Tag. Bis in die Nacht. Was? Ansgar hat einen zweiten Interessenten? Ja, angeblich bietet er 20 Millionen. Also eines muss man dem Jungen lassen. Er hat einiges bei mir gelernt. Soll ich aussteigen? Auf keinen Fall. Er blufft. Akzeptieren Sie jeden Preis. Gut, ich melde mich dann später. Und denken Sie daran, mein Sohn bläst sich ganz gern mal ein wenig auf. Das ist nichts als heiße Luft. Carla, gut, dass ich dich antreffe. Du musst mir unbedingt einen Gefallen tun. So, muss ich das? Die Sache kostet dich ein Lächeln. Das würde mich allerdings wundern. Kannst du mir Karten für die Vernissage von diesem Löwenstein besorgen? Vernissage. Du hast dich doch noch nie für moderne Malerei interessiert. Ach, ich verstehe. Du willst Löwensteins Bilder bewachen? Ich dachte, deine Firma ist in Konkurs gegangen nach dem Museumseinbruch. Ja, was ist nun? Kannst du mir die Karten besorgen oder nicht? Ja, könnte ich schon. Aber nur, wenn du mir verrätst, was du dort willst. Ich muss einen Investor einladen. Schließlich muss ich sehen, wo ich bleibe. Ein Investor. Es handelt sich nicht zufällig um eine Frau. Wie kommst du denn darauf? Du sollst nicht immer von dir auf andere schließen. Hübsche Blumen. Das Essen müsste doch schon längst aufgetragen sein. Ich habe Anweisung gegeben, dass der Lunch etwas später serviert wird. Herr Kafka speist mit uns. Ja, aber vorher werden wir beide uns hoffentlich noch einig. Ich spiele mit dem Gedanken, Königsbrunn zu erwerben. Tatsächlich. Mutig. Bei den zu erwartenden Renovierungskosten. Ach, wirklich? Nein, nein, ich bitte Sie. Meine Schwester übertreibt. Ja, wir wollen euch nicht weiter stören. Hier lang. Ja, Herr Kafka. Nehmen Sie doch Platz. Hier können wir in Ruhe über alles reden. Das Schloss ist immer noch so beeindruckend, wie ich es in Erinnerung hatte. Ja. Sie kannten Königsbrunn bereits. Ich war vor längerer Zeit einmal hier. Ah, und daher kennen Sie auch meinen Vater. Kennen ist zu viel gesagt. Sagen Sie, vorhin in der Holding hatte ich fast den Eindruck, dass Ihr Verhältnis etwas gespannt ist. Das könnte man so sagen. Darf ich fragen, warum? Wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Ihr Vater und ich hatten vor einigen Jahren die Absicht, gemeinsam in ein Exportgeschäft zu investieren. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Mein Vater muss es mal erwähnt haben. Es gab doch da so eine Untersuchung. Da ging es doch um ein dubioses Aktiengeschäft. Es ging um ein angeblich dubioses Aktiengeschäft. Natürlich war nichts dran an der Sache. Eine völlig legale Transaktion. Ja, natürlich. Aber Ihr Herr Vater hatte trotzdem moralische Bedenken und ist in letzter Sekunde abgesprungen. Mir sind damals Millionen durch die Lappen gegangen. Sagen Sie, Herr Kafka, könnte es sein, dass Sie aus genau diesem Grund an Königsbrunn interessiert sind? Eine späte Rache, sozusagen? Und wenn es so wäre, würde das meine Chancen mindern, was den Zuschlag angeht? Aber mitnichten. Jetzt fehlt nur noch Ihre Unterschrift. Und Königsbrunn gehört mir. Ansgar, es reicht jetzt, verdammt! Du hast das Spiel weit genug getrieben.
wenn Sie die Unterschriften jetzt beglaubigen wollen. Das ist jetzt rechtskräftig. Das ist rechtskräftig, notariell beglaubigt. Ich würde vorschlagen, wir vertagen alles andere auf morgen. Ich habe noch einen dringenden Termin. Oh. Sie bleiben nicht zum Essen? Tut mir leid, ein andermal. Es hat mich gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wiedersehen. Einen Moment noch, ich begleite Sie. Ja, Herr Schmidt, dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Tja, meine Lieben, das war's. Ich freue mich jetzt schon auf das Gesicht des Alten, wenn er erfährt, dass Königsbrunn jetzt ausgerechnet seinem alten Konkurrenten Kafka gehört. Tja, ich wünsche dann einen guten Hunger. Sag mal, wer soll das denn essen? Wenn Lisa die nächsten Wochen mit Paul lernt, dann muss ich ihr das doch irgendwie versüßen. Meinst du, sie schafft die Nachprüfung? Ja, das will ich hoffen. Sie weiß, was davon abhängt. Und sie hat mir versprochen, sich so richtig ins Zeug zu legen. Paul hilft ihr. Oh. Sind wir soweit? Mhm. Ja, nix wie los. Tschüss. Tschüss. Arno, fahrt ihr in die Stadt? Sollen wir nicht mal einen Volleyballplatz absetzen? Wenn das für euch okay ist. Haben wir die Zeit? Ja, das geht noch, aber beeil dich, komm. Moment mal, Paul. Du hast Lisa doch versprochen, mit dir zu lernen. Du kannst jetzt nicht einfach abhauen und sie alleine lassen. Was ist? Du, Lisa ist gar nicht da und ich weiß auch gar nicht, wo sie steckt. Das darf doch nicht wahr sein. Hi, Susanne. Wo kommst du denn her? Ich war am See mit Paul lernen. Isst du Pfirsich Melba? Du weißt schon, wie wichtig diese Nachprüfung ist, oder? Es ist meine letzte Chance, die Versetzung zu schaffen. Das vergesse ich bestimmt nicht. Und kannst du mir dann mal erklären, warum du deine letzte Chance einfach so wegwirfst? Ich habe Paul vorhin getroffen. Ihr habt nicht gelernt. Weißt du eigentlich, wie satt ich es habe, ständig von dir angelogen und verarscht zu werden? Ja, meine Herrschaften. Ach, Frau Kepler, wo sind eigentlich die Blumen? Das ist mir auch ein Rätsel. Naja, ist ja auch egal. Also, ich würde Ihnen gerne etwas mitteilen. Am besten, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich habe Königsbrunn soeben verkauft. Ja, gemacht. Selbstverständlich habe ich darauf bestanden, dass der neue Eigentümer sämtliches Personal übernimmt. Wie rührend. Sie haben also keinerlei Veränderung zu befürchten. Ihr hingegen, meine lieben Geschwister, ihr schon. Ihr habt eine Woche zum Packen. Komm schon, Carla. Mit dem Dreckskerl bleiben wir nicht eine Nacht unter einem Dach. Ach, Sie bleiben selbstverständlich in meinen Diensten. Ich werde umgehend für eine neue angemessene Bleibe sorgen. Ja, meine Geschwister sind wohl nicht die einzigen, die heute ihre Kündigung bekommen. Du bist also die Entwürfe für den Umbau noch mal durchgegangen? Ja. Ja, es ist jetzt alles geklärt. Und ich muss sagen, Herr Mann hat wirklich gute Ideen. Leonard hat ihm ohne Betäubung die Schulter eingerenkt. Andi war total fertig. Ich konnte ihn nicht allein nach Hause gehen lassen. Hallo. Hi. Du hättest anrufen können. Ja, habe ich aber nicht dran gedacht. Ich stand doch auch irgendwie unter Schock. Schock? Ist das jetzt die Ausrede des Tages? Halt du dich da raus, es geht dich wirklich nichts an. Hallo, nicht in diesem Ton, junge Dame. Und außerdem, Susanne, ich schaff den Stoff schon noch bis zur Prüfung. Das wirst du allerdings. Ja gut, dann gehe ich jetzt hoch lernen. Nicht so hastig. Für heute kannst du das Lernen sein lassen.
Geh lieber packen. Wie packen? Da man dir offenbar nicht vertrauen kann, habe ich deine Nachhilfe in professionelle Hände gelegt. Die nächsten 14 Tage gehst du in ein Lerncamp. Du schon wieder? Ja, ganz recht. Und ich habe Neuigkeiten. Das hier ist ein Kaufvertrag. Ich habe deinem alten Bekannten Kafka soeben Königsbrunn verkauft. Und? Du scheinst das Ganze ja ziemlich gelassen zu nehmen. Ja, wie schön. Dann kannst du deine Energie ja jetzt darauf verwenden, dir eine neue Bleibe zu suchen. Ich ziehe nämlich ab heute hier ein. Kein Problem, mein Junge. Ich bin schon so gut wie unterwegs. Ach. Mhm. Unterwegs nach Königsbrunn. Mir scheint, dieser neuerliche Schlag hat dir völlig den Verstand vernebelt. Da irrst du dich. Darf ich dir meinen guten Freund Detlef Kafka vorstellen? Ach, was sage ich? Du kennst ihn ja bereits. Sie arbeiten also für meinen Vater. Für Tanja von Anstetten, wenn man es genau nimmt. Dass du auf einen Stromer nicht hereinfällst, das wusste ich sofort. Dir einen zweiten zu schicken, war tatsächlich meine Idee. Dich kann man wirklich keine Minute aus den Augen lassen. Was erwartest du? Du kennst mich doch. Das wird dir leid tun. Verlass dich drauf. Ich denke, du gehst jetzt lieber. Zumal du damit beschäftigt sein dürftest, deine Sachen zu packen. Freu dich nicht zu früh, Vater. Ich lasse den Kaufvertrag anfechten. Ich lasse ihn annullieren. Damit wirst du keinen Erfolg haben. Meine Anwälte finden schon eine Möglichkeit. Wir sehen uns. Ansgar war immer schon so ein schlechter Verlierer. Wenn Sie gestatten, würde ich mich jetzt gerne auf meine Rückkehr nach Königsbrunn vorbereiten. Aber denken Sie dran, ohne meine Hilfe hätten Sie das nicht geschafft. Egal, was du mir noch erzählst, ich gehe nicht in so ein Mathe-Camp. Wo kannst du sonst in Ruhe lernen? Und es ist doch nur für 2 Wochen. Nur für dich vielleicht. Du wärst mich bestimmt gerne noch länger los. Jetzt krieg doch nicht gleich einen Anfall. Denk doch erst mal drüber nach. Da brauche ich nicht mehr drüber nachzudenken. Mann, ich habe Ferien und die verbringe ich bestimmt nicht in so einem bescheuerten Straflager. Du willst also lieber sitzen bleiben? Lisa, sei vernünftig. Den Rest der Ferien hast du dann frei. So ein Camp kann doch schließlich ganz lustig sein. Dann geh du doch hin. Lisa, sei nicht so frech. Du hast für die ganze Sache doch eingebrockt. Na und? Deshalb könnt ihr noch lange nicht einfach über mich bestimmen. Mann, ich bin schon 16. Eben. Du bist 16 und keine 18. Und da habe ich immer noch ein Wörtchen mitzureden. Und ich sage, du gehst in dieses Camp. Und ich sage... Wisst ihr, was ihr seid? Ihr... Ja, meine Herren, was sagen Sie zu dem Vertrag? Da kommen wir doch wieder raus, oder? Das könnte schwierig werden. Sagen Sie mal, haben Sie Jura studiert, um Schwierigkeiten zu sehen? Ich erwarte von meinen Anwälten, dass Sie ein Schlupfloch entdecken. Ja, was sitzen Sie hier rum? Finden Sie es! Königsbrunn darf auf keinen Fall wieder an meinen Vater gehen. Das gönne ich ihm einfach nicht.